Letzte Woche war ich bei Andreas. Er ist 67, ein alter Freund. Als er die verrostete Truhe öffnete, die ihm sein Großvater hinterlassen hatte, wurde mir etwas klar. Wir versuchen nicht, in der modernen Welt zu überleben. Wir sammeln nur teures Spielzeug. Dein Großvater schleppte keine 40 Kilo schweren taktischen Rucksäcke mit sich herum. Er eroberte diese Welt mit ein paar Stücken Stahl und Leder in der Hand. Heute verrate ich euch die Geheimnisse dieser alten Schätze, die unter der Erde liegen, nicht die Geheimnisse von Marketing-Experten. 21 Punkte. Keiner davon ist wieder aufladbar, keiner hat eine Garantie auf Papier. Ihre Garantie ist, dass ihr heute lebt. Lasst uns diese Truhe gemeinsam öffnen, denn manchmal muss man zurückblicken, um am weitesten zu kommen. Schaltet das Video jetzt nicht ab, bevor ihr meinen Lieblingspunkt gehört habt. Punkt 10. Vielleicht steht Punkt 10 irgendwo in eurer Wohnung herum. Und wenn ihr es eurem Partner erzählt, sagt er, oh, den haben wir auch, aber wir haben ihn noch nie benutzt. Schließ nun die Augen und lass uns in die Zeit deiner Großväter zurückreisen. Zurück in den eisigen Januar 1945. Stell dir die endlosen Straßen vor, die sich von Berlin bis in den Schwarzwald erstreckten. Keine Supermärkte, kein Navigationssystem, kein Panzertape oder Funktionsjacken. Nur Schnee, Schlamm und Ungewissheit. Oder lass uns noch etwas weiter zurückgehen, in die stürmischen Tage des Jahres 1923. Eine Zeit, in der ein Sack voll Papiergeld nicht einmal für ein Brot reichte, als moderne Systeme wie ein Kartenhaus zusammenbrachen. Die Fahrzeuge in der Kiste haben diese Zeiten überstanden und sind bis heute erhalten geblieben. Sie sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind Veteranen, die diese dunklen Tage überlebt haben. Öffne nun die Augen. Denn der erste Gegenstand, der aus dieser Kiste kam, war etwas, das die meisten von ihnen für ein einfaches Reinigungswerkzeug hielten, das aber in Wirklichkeit das Geheimnis für das Überleben einer Armee war. Wenn Sie die Augen öffnen, werden Sie verstehen, warum diese Kiste so schwer ist. Dieses Gewicht kommt nicht nur vom Stahl. In dieser Kiste steckt die Unabhängigkeit, die der moderne Mensch für Bequemlichkeit geopfert hat. Unsere Großväter haben in jenen Jahren nicht nur überlebt. Sie haben alles aufgebaut, obwohl sie nichts besaßen. Kehren wir nun zu dem ersten Gegenstand zurück, den die Marketingleute als veraltet bezeichnen, der aber in Wirklichkeit unsterblich ist. Die grundlegendste, aber am meisten übersehene Überlebensregel: Hygiene. Erste Kernseife, natürliche Schwefelseife. Infektionen töten in der Natur mehr Menschen als Blei. Reine Schwefelseife ist antibakteriell. Sie ist die einzige Lösung zur Körperreinigung, zur Abtötung von Schimmel auf Socken, zur Sterilisation von Küchenutensilien und sogar zur Desinfektion von Wunden. Sie lockt keine Wildtiere an wie parfümierte moderne Seifen. Zweitens. Dreiecktuch. Dreieck der Bundeswehr. Tuch. Ein einfaches Baumwolltuch mit den Maßen 110 x 110 x 155 cm. Moderne Schlauchtücher, Buffs, wärmen lediglich. Dieses Tuch hingegen kann einen gebrochenen Arm stützen, als Aderpresse dienen, Wasser von grobem Schmutz befreien oder sich in einen 5-Liter-Beutel verwandeln. Unsere Großväter trugen es stets in der Tasche. Drittens. Pechdraht. Schuhmacherseil mit Pechbeschichtung. Modernes Paracord gleitet mühelos durch Knoten. Hergestellt aus Leinengarn, das mit Naturharz und Pech beschichtet ist, fixiert dieses Seil den Knoten, verrottet nicht und ist wasserdicht. Es ist stark genug, um die Sohlen selbst schwerster Lederstiefel zu nähen. Auch bei Schnee und Regen löst es sich nicht. Viertens. Melkfett, Vitamin-E-Vaseline-Mischung. Die Geheimwaffe der deutschen Landbevölkerung. Es pflegt Leder, imprägniert es und dient im Notfall mit Baumwolle vermischt als Anzünder, der 10 Minuten lang brennt. Anders als moderne taktische Öle pflegt es auch rissige Hände und Lippen. Nun möchte ich eine Erinnerung aus meiner Vergangenheit teilen. Im Winter 1945 kam mein Großvater mit völlig abgelaufener Stiefelsohle nach Hause. Während die Schuhe aller anderen im Schlamm auseinanderfielen, zog er das pechbeschichtete Seil aus der Tasche. Er stach es durch das Leder und nähte die Sohle wieder an den Stiefel. Anschließend bestreichte er sie mit Melkfett. Diese Stiefel brachten ihn nicht nur nach Hause, er trug sie weitere 10 Jahre, während er im Garten arbeitete. Die Industrie rät einem, sich neue zu kaufen, aber mein Großvater sagte immer, wenn du sie pflegst, gehören sie dir. 5. Spirituskocher. Gaskartuschen gefrieren bei -10 Grad. Alkohol, Ethanol hingegen brennt bei jeder Temperatur. Er hat keine beweglichen Teile und ist unzerstörbar. Man kann ihn sogar aus einer Konservendose herstellen. Das ist Andreas stiller Retter im 7. Stock. 6. Kupferdraht. Weich. Sicherer und leiser als Nylon zum Binden. Er lockert sich nicht beim Erhitzen.
Er glänzt nicht beim Aufstellen einer Falle und fügt sich oxidiert in die Natur ein. Er ist das haltbarste Material, um im Notfall einen Unterschlupf zu sichern. 7. Kohlenstoffstahl, C75/C100. Moderne, rostfreie Messer sind aufgrund ihres Chromgehalts spröde. Kohlenstoffstahl hingegen ist flexibel, dämpft Stöße und erreicht selbst mit einem Schleifstein Rasiermesser scharfe Schärfe. Rost entsteht nicht durch den Stahl selbst, sondern durch seine schützende Patina. 8. Stahlfeile, 25 cm. Wenn der Axtkopf auf einen Schleifstein trifft, kann nur eine hochwertige Stahlfeile das Metall schnell abtragen und neu profilieren. Diamantschleifsteine nutzen sich bei starker Beanspruchung ab. Diese Feile hingegen ist für die Ewigkeit gemacht. 9. Axt mit Hickory, Walnuss, Stiel. Moderne Kunststoffstiele übertragen die Aufprallenergie direkt auf die Gelenke. Ein Walnussholzstiel hingegen ist flexibel und dämpft den Stoß. Sollte er brechen, kann man einen Eschen- oder Eichenast aus dem Wald schneiden und den Kopf wieder anbringen. Einen Kunststoffstiel kann man im Wald nicht reparieren. 10. Wolldecke aus 100% Loden, Wolle. Reine Wolle hält Temperaturen bis zu 600 Grad Celsius stand. Sie verliert ihre Isolierfähigkeit auch im nassen Zustand nicht, da die Wollfasern beim Aufsaugen von Wasser durch eine chemische Reaktion Wärme erzeugen. Selbst im nassen Zustand speichert sie noch 80% ihrer Körperwärme. Hier ist der 10. Artikel, auf den Sie gewartet haben. Vielleicht liegt er in einer Truhe zu Hause oder irgendwo auf dem Dachboden. Wenn Sie Ihren Partner fragen, wird er sagen, die ist zu schwer, zu steif. Aber genau dieses Gewicht ist Ihre Rettungsweste. Lodenwolle ist ein Schutzmechanismus, den Schafe im Laufe von Jahrtausenden der Evolution entwickelt haben. Das Lanolinöl zwischen den Fasern weist Wasser ab. Man müsste stundenlang im Regen stehen, um eine Wolldecke komplett durchnässen zu lassen. Und selbst wenn sie nass wird, wenn Wolle nass wird, entsteht Reibung auf molekularer Ebene, wodurch Wärme freigesetzt wird. Ja, eine nasse Wolldecke hält einen weiterhin warm. Jetzt öffne mal die Truhe, fühl die Decke. Diese feste Textur war es, die deinen Großvater in den eiskalten Januarnächten wachgehalten hat. Ein moderner Fließschlafsack kann sich durch einen Funken vom Lagerfeuer blitzschnell in eine Art Napalmangriff verwandeln, der sich an deinen Körper klammert, während eine Wolldecke dich wie ein Schutzschild umhüllt. Eine andere Erinnerung, die ich habe, als ich mit Andreas im Schwarzwald zeltete, hatte er einen seiner berühmten modernen Schlafsäcke dabei. Ein winziger Funke vom Feuer schmolz das Nylon in Sekundenschnelle. Andreas verbrachte die Nacht mit schmerzhaften Verbrennungen. Die schwere Wolldecke meines Großvaters hingegen qualmte nur leicht und ging aus. Wolle verzeiht Fehler, Nylon bestraft dich. 11. Kiefernharz-Anzündholz, chemische Gele verderben. Dieses natürliche Harz, das sich in den Wurzeln von Kiefern ansammelt, brennt sofort, sobald es austritt, selbst wenn es vollständig unter Wasser getaucht ist. Dank seines hohen Terpentinanteils entzündet es sich mit einem einzigen Funken. 12. Gewachstes Segeltuch, moderne Membrangewebe, Gore-Tex, sind nach 2 Jahren undicht. Gewachstes Segeltuch wird mit Bienenwachs und Leinöl gepflegt. Wenn es reißt, wird es genäht und mit Wachs versiegelt. 13. Magnetkompass mit Messinggehäuse, flüssigkeitsgefüllt. Digitale Kompasse werden durch elektromagnetische Impulse, EMP, beeinträchtigt. Ein Magnetkompass mit einem Gehäuse aus reinem Messing funktioniert, solange der Erdkern nicht abkühlt. Selbst wenn das Glas zerbricht, zeigt die Nadel nach Norden. 14. Gusseisenpfanne. Teflonpfannen sind bei Kratzern giftig. Gusseisen hingegen bildet eine natürliche Antihaftbeschichtung. Patina, mit der Zeit. Es ist das einzige Küchenutensil, das direkt in die Glut geworfen werden kann. 15. Emaillierte Wasserflasche. Plastikwasserflaschen dürfen nicht in die Nähe des Feuers. Eine emaillierte Stahlwasserflasche beeinträchtigt den Geschmack des Wassers nicht und kann zur Sterilisation des Inhalts verwendet werden, indem man sie direkt in die Glut wirft. Zur Erinnerung, wenn Teflonpfannen zerkratzt werden, gelangen die darin enthaltenen Chemikalien in ihre Speisen. Gusseisen hingegen verleiht ihren Speisen Eisen und Festigkeit. Unsere Großväter verwendeten kein Spülmittel, um diese Pfanne zu reinigen, nur Salz und heißes Wasser. Der Duft eines in dieser Pfanne zubereiteten Essens brachte selbst in den kargen Zeiten der 1920er Jahre Frieden ins Haus. Eine emaillierte Flasche hingegen bietet ihnen kein totes Wasser wie Plastik. Eine Flasche, die sie ins Feuer werfen können, bedeutet überall steriles Wasser. 16. Brottüten aus Leinen. Lebensmittel in Plastiktüten schimmeln innerhalb von 2 Tagen. Leinenfasern leiten den Schimmel ab.
Die Lebensmittel sollten zwar Feuchtigkeit enthalten, aber durch Luftzirkulation vor dem Austrocknen geschützt werden. 17. Geschmiedete Esshaken aus Stahl. Damit können Sie Ihren Topf in der gewünschten Höhe über dem Feuer aufhängen und Ihren Rucksack hochhalten. Ein einfaches, aber praktisches Organisationsmittel. 18. Lederriemen zum Schärfen. Das ständige Abziehen der Klinge an einem Stein nutzt das Metall ab. Der Lederriemen hingegen glättet selbst kleinste Grate. Warum hielten die Rasiermesser unserer Großväter 40 Jahre? Weil sie wussten, wie man sie schärft. 19. Große Sicherheitsnadeln aus Stahl, nicht nur zum Nähen geeignet, auch zum Herstellen von Angelhaken, zum Reparieren eines gerissenen Riemens oder zum Verschließen einer Wunde im Notfall. 20. Backpapier. Schrägstrich. Feuerlöschpapier. Neben dem Einwickeln von Lebensmitteln eignet es sich hervorragend als Anzündhilfe. Dank seiner Ölschicht ist es unempfindlich gegen Feuchtigkeit und brennt sehr lange. 21. Naturborstenbürste, Rosshaar-steife Borsten, das wichtigste Utensil. Wenn du Feuchtigkeit und Schlamm nicht von deiner Ausrüstung entfernst, rostet selbst dein teuerstes Messer. Wartung ist Disziplin. Disziplin ist Überleben. Stell dir Folgendes vor: Das Stromnetz der Stadt bricht zusammen, die Supermarktregale sind leer und die Ersatzteile für deine Hightech-Filter werden nicht mehr hergestellt. In diesem Moment ist die Kernseife in der rostigen Truhe deines Großvaters wertvoller als ein Goldbarren, denn sie ist eine unerschöpfliche Ressource. Während deine moderne Ausrüstung ein Verfallsdatum hat, besitzen diese 21 Gegenstände nur eine Bedienungsanleitung. Warum findest du diese Liste also in keinem Outdoor-Laden? Weil diese Firmen kein Werbebudget haben. Wenn eine Wolldecke 100 Jahre hält, können sie dir nicht alle 2 Jahre einen neuen Schlafsack verkaufen. Dieses Video ist ein Schlag für ihr Marketingbudget. Seien wir ehrlich, wenn morgen früh alles vorbei wäre und du nur 3 Dinge mitnehmen könntest, welche 3 würdest du aus dieser Liste wählen? Gegenstand 10. Wolldecke oder Gegenstand 7, Kohlenstoffstahlmesser? Schreib meine Dreierkombination in die Kommentare und vielleicht können wir die sinnvollste Kombination in einem weiteren Video genauer betrachten. Ich weiß, viele von euch haben keine Großväter mehr, aber die Stahlgegenstände und Lederriemen, die sie berührt haben, verstauben immer noch irgendwo. Diese Gegenstände zu berühren ist, als würde man wieder mit ihnen sprechen. Sie sagen zu dir: Hab keine Angst, mein Sohn, wir haben Schlimmeres durchgemacht. Dieses Video ist Ihnen gewidmet. Nun kommen wir zum entscheidenden, geheimen Informationsteil. Hier besprechen wir Taktiken und einige Produkte, die unsere Nachbarn in Österreich, Schweden, Dänemark und Belgien verwenden. Erstens, österreichische Alpen, Zirbeharz, Fichten-Wacholderharz und der Fledermausohreffekt. Österreichische Hochgebirgsjäger nutzten nicht nur Kompasse, um sich in den nebligen Bergen zurechtzufinden. Bei aufziehendem Sturm löschten österreichische Bergsteiger ein Stück Kienspan, harzhaltiges Anzündholz, aus ihren Rucksäcken und beobachteten die Rauchentwicklung. Blieb der Rauch am Boden liegen, deutete dies auf ein herannahendes Tiefdruckgebiet hin. Das hieß: Suchen Sie Schutz vor dem Sturm. Sie trugen dieses Harz auch hinter den Ohren auf. Warum? Die klebrige Konsistenz und der Geruch des Harzes ermöglichten es ihnen, selbst geringste Änderungen der Windrichtung und erhöhte Luftfeuchtigkeit über die Hautporen wahrzunehmen. Sie hörten den Wind nicht, sie spürten ihn. Zweitens, Schweden-Skandinavien. Der Pessimistenstab, Moralogik und Frostschutz, schwedische Holzfäller, wenden eine wichtige Technik an, wenn ihre Äxte brechen oder ihre Messer einfrieren. Bei extremer Kälte wird Metall spröde und kann beim Aufprall auf einen Stein wie Glas zerspringen. Unsere schwedischen Vorfahren rieben ihre Metallwerkzeuge vor Gebrauch stets mit Melkfett, Tierfett ein und erweckten das Metall so durch ihre Körperwärme. Ist ein Metallwerkzeug eiskalt, kann man nicht kräftig darauf schlagen. Ein dünner Lederstreifen um den Messergriff dient nicht nur der Griffigkeit, sondern bildet eine Wärmebrücke, die verhindert, dass die Kälte des Metalls die Blutzirkulation in der Hand beeinträchtigt. Dritter Dänemark, Nordsee, der Fischerknoten und das lebendige Seil. Dänische Seeleute wussten schon vor der Erfindung von Nylonseilen, wie man Seile haltbar macht. Ein nasses Seil reißt beim Einfrieren. Unsere dänischen Vorfahren kochten ihre Seile und pechdrahtähnlichen Schnüre vor Gebrauch in Meerwasser ab. Das Salz dringt in die Fasern ein und senkt den Gefrierpunkt des Seils.
Ein gesalzenes Seil friert nicht ein. Wenn Sie heute mitten im Winter eine Unterkunft bauen, weichen Sie Ihre Seile in leicht gesalzenem Wasser ein. So verhindern Sie, dass sie einfrieren und wie Stein brechen. 4. Belgien/Flandern. Bodenwärme und die Strohfalle. Das Überleben in den flachen und windigen Ebenen Belgiens ist die Kunst, sich vor dem Wind zu schützen. Wenn belgische Bauern draußen bleiben mussten, gruben sie ein Loch in den Boden, legten Pergamentpapier hinein und bedeckten es mit trockenem Stroh. Das Pergamentpapier verhinderte, dass Feuchtigkeit aus dem Boden in das Stroh eindrang, während das Stroh selbst als hervorragender Isolator die Luft einschloss. Doch das eigentliche Geheimnis war folgendes: Sie webten einige Kupferdrahtstücke in das Stroh ein. Das Kupfer absorbierte schnell die Körperwärme und wirkte als Wärmeverteiler im Stroh, wodurch die Bildung von Kältebrücken verhindert wurde. 5. Gemeinsames europäisches Erbe. Botenvögel und natürliche Barometer, ein Zeichen, das den Vorfahren dieser ganzen Region bekannt war, uns aber durch Wetter-Apps in Vergessenheit geraten ist: die Flughöhe der Vögel. Fliegen Vögel sehr tief, ist die Luftfeuchtigkeit gestiegen und beschwert ihre Flügel. Das bedeutet starken Regen in 1 bis 2 Stunden. Sind die Borsten ihrer Naturborstenbürste morgens steifer und stehen aufrecht als sonst, ist die Luft sehr trocken und die Brandgefahr hoch. Ihre Ausrüstung hilft ihnen nicht nur, sie liest die Natur für sie. Sie haben das Ende des Videos erreicht, aber eigentlich beginnt alles mit diesem 21. Punkt. Warum eine Bürste? Weil ein Kommissar weiß, wer seine Ausrüstung nicht pflegt, pflegt auch sich selbst nicht. Schlamm korrodiert Stahl, Feuchtigkeit lässt Segeltuch verrotten. Unsere Großväter nahmen jeden Abend, selbst wenn sie erschöpft waren, diese Bürste und reinigten damit ihre Stiefel, Gewehre und Taschen. Diese Bürste ist ein Symbol für Disziplin. Und Disziplin ist die Grundlage des Überlebens. Wenn dir die Disziplin fehlt, diese Bürste zu benutzen, bleibst du selbst mit der teuersten Tasche der Welt nur ein Tourist in diesem Wald. Wenn dir meine Bemühungen gefallen haben, gib dem Video bitte ein Like, teile es und abonniere meinen Kanal. Ich bin der Kommissar und die heutige Mission ist abgeschlossen. Mach's gut.